Was geht und willkommen Mystery-Fans bei Gruselgang, deinem Kanal für die Welt des Unerklärlichen. Heute zeigen wir dir den Fall der seltsamen Phantomfeuer in Canetto di Caronia, einem kleinen italienischen Dorf an der Mittelmeerküste, welches Anwohner, Wissenschaftler und Journalisten seit über einem Jahrzehnt Rätsel aufgibt. Los geht's! Die Geschichte beginnt im Herbst des Jahres 2003, als sizilianische Dorfbewohner in dem beschaulichen Fischerdorf Canetto di Caronia von Problemen mit der Energieversorgung berichten. Schwankungen im Stromnetz der Gemeinde führten dazu, dass einzelne Häuser immer wieder Stromausfälle zu beklagen hatten. Der für die Region zuständige italienische Energieanbieter Enel entsandte sofort Techniker in das ruhige Dorf, die versuchten mit gründlichen Überprüfungen den Grund für die Stromprobleme zu finden. Kurze Zeit später reisten sie wieder ab, ohne eine Erklärung für die Vorkommnisse gefunden zu haben. Doch nur wenige Monate darauf entwickelte sich aus dieser harmlosen Geschichte ein unerklärliches Phänomen, das sogar über die Grenzen Italiens hinaus bekannt werden sollte. Es ist der Januar 2004, als sich ein Bewohner des verschlafenen Örtchens in Panik bei der Feuerwehr meldet. Sein Herd sei aus dem Nichts in Flammen aufgegangen, sagt er. In den Stunden darauf häuften sich die Anrufe. Dorfbewohner meldeten, dass Gegenstände und Geräte ihrer Häuser aus dem Nichts anfingen zu brennen. Die Liste der entflammten Objekte liest sich dabei äußerst willkürlich. Hochzeitsgeschenke, Möbelstücke, Steckdosen, sogar eine Wasserleitung fing Feuer. Erneut schickte der Energieversorger seine Elektrotechniker nach Canetto und diesmal kappten sie die Energiezufuhr des Ortes komplett. Doch die Maßnahme versagte. Weiterhin wurden rätselhafte Phantombrände gemeldet und die Feuerwehr musste regelmäßig ausrücken, um Gegenstände und Eigentümer der Sizilianer zu löschen. Als das Phänomen selbst Monate später anzuhalten schien, verordnete die Landesregierung eine Evakuierung des Dorfes. Die verängstigten Einwohner wurden in umliegenden Ortschaften untergebracht, während Wissenschaftler des ganzen Landes nach Canetto di Caronia pilgerten, um das Rätsel zu lösen. Renommierte Köpfe des Nationalen Institutes für Wissenschaft forschten an den Phantomfeuern, ebenso wie Vulkanologen und sogar NASA-Physiker. Doch niemand fand eine Erklärung für die gespenstischen Feuer. Der gigantische Aufwand, der betrieben wurde, um die Quelle hinter dem Phänomen der Brände zu finden, lief ins Nichts. Als einzig belastbares Ergebnis gilt die Messung von seltsamen elektromagnetischen Anomalien in dem Gebiet. Im August 2004 schien das Phänomen so plötzlich zu verschwinden, wie es gekommen war. Das Ausbleiben einer offiziellen Erklärung der Phantomfeuer öffnete Tür und Tor für viele Spekulationen. Viele brachten den Fall mit Poltergeistern in Verbindung, andere gaben zu Protokoll, seltsame Lichter am Himmel gesehen zu haben und sorgten so für weitere Diskussionen. Das Dorf wurde nun zu einem Mekka für Erforscher des Paranormalen. So zog es zahlreiche Ufologen in die Region. Ein deutscher UFO-Forscher behauptete sogar, in seiner Unterkunft eine Begegnung mit einem Außerirdischen gehabt zu haben. Doch mit der Zeit verschwanden die Ergebnisse von Canetto di Caronia langsam aus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es zogen exakt 10 Jahre ins Land, bis die Feuer im Jahr 2014 erneut anfingen, das ruhige Dorf in Angst und Schrecken zu versetzen. Diesmal brannten sogar Matratzen, Autos, frisch gewaschene Kleidung, nicht angeschlossene Elektrogeräte und ausgeschaltete Smartphones. Die scheinbaren Fälle von spontaner Selbstentzündung hielten einmal mehr für rund 8 Monate an und verschwanden danach wieder spurlos. Ende 2015 verkündete die örtliche Polizei, einen Durchbruch in dem Fall erzielt zu haben und verhaftete Giuseppe und Antonino Pezzino. Laut Aussagen der Ermittler hatten die beiden in abgehörten Telefonaten über Brandstiftung geredet und sich häufig in der Nähe von Brandorten aufgehalten. Ein abschließendes Urteil steht in diesem Fall allerdings noch aus. Interessant ist die Verhaftung besonders, da die Polizei noch wenige Jahre zuvor Brandstiftung als Ursprung der Feuer völlig ausgeschlossen hatte. Denn auch Streifenpolizisten hatten die Brände 2004 selbst gesehen und bestätigt, dass sie wie aus dem Nichts entstanden. Auch der Bürgermeister des Dorfes ist mehr als skeptisch, ob die beiden Pezzinos tatsächlich die Hauptverantwortlichen für die unheimlichen Vorgänge waren. Vermutlich werden wir bis 2024 warten müssen, um zu sehen, ob die beiden tatsächlich für die regelmäßig wiederkehrenden Phantomfeuer von Canetto di Caronia verantwortlich waren. Doch was ist eure Meinung? Waren die Feuer nur Brandstiftung oder doch das Werk einer übernatürlichen Einwirkung? Sind die Dorfbewohner vielleicht Zeuge einer extremen Form von spontaner Selbstentzündung geworden? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben und ein Abo da und klick auf die Glocke, um neue unheimliche Videos immer als erster zu schauen. Wir hören uns im nächsten Video. Deine Gruselgang.